Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Heute habe ich was fürs Auto, und zwar, dass wir das Auto höher oder tiefer legen können per Item. Und ja, genau, da gehen wir jetzt einmal rein in das Fahrzeug, das wir halt höher oder tiefer legen wollen, und müssen das Ganze uns noch geben. Ja, einfach per Item dann geben. Und dann können wir das Ganze auch benutzen. In meinem Fall ist es jetzt die 1, habe ich mir raufgelegt auf die Hotbar. Und jetzt können wir das Auto tiefer legen. Oder natürlich höher. Ne? Und dann können wir das Ganze auch so benutzen. Ja? Somit ist es jetzt zum Maximum hochgelegt. Und wir können das natürlich dann auch wiederum auf die Standardposition machen. Ja. Gut, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach herunterladen, einmal auspacken, und hier kopieren wir uns den Namen schon mal einmal raus und ziehen einfach diesen Ordner dann in den Resource-Ordner und gehen zurück, gehen in die Server-CFG und müssen das Ganze hier noch starten, ja. Start, Leerzeichen und dann den kopierten Ordnernamen dort eintragen. Dann mit Steuerung und S können wir das Ganze abspeichern und wir müssen das Ganze übernehmen. Gut, jetzt müssen wir noch einmal hier in die Datei rein, gehen auf Config und gehen einmal hier rein, und hier finden wir so den Item-Namen. Ja, so, der ist jetzt wichtig. Den könnt ihr natürlich auch anpassen, je nachdem. Aber wir können das auch in der Datenbank natürlich übersetzen. So, wenn wir in der Datenbank sind, müssen wir natürlich einmal auf den Datenbanknamen klicken, damit sich das Ganze hier aktualisiert. So, hier klicken wir auf Items und dann legen wir uns ein Item an. Das heißt, wir kopieren uns ein vorhandenes Item einfach raus und machen hier einmal das Hauptitem als Name rein, und hier können wir die Übersetzung reinschreiben, und hier können wir einstellen, wie viel Gewicht soll das haben. Wenn ihr so damit zufrieden seid, dann klickt ihr hier einfach auf OK. Ich habe das ja hier schon angelegt, somit brauche ich das jetzt nicht. Ja, wenn wir hier fertig sind, können wir auch die Datenbank schon wieder schließen. Da sind wir dann auch schon durch. Und jetzt kommen wir zu den Optionen, ja, wenn wir schon mal hier drin sind. Und das Ganze ist für QB-Core oder auch ESX, ja. Das können wir hier halt festlegen. Einfach, wenn ihr QB-Core habt, dann einfach hier QB-Core eintragen. Wenn ihr ESX habt, dann ESX eintragen. Ja, hier können wir die ganzen Frameworks noch sehen. Also hier ist schon alles voreingestellt. Hier lasst ihr auch die Finger von. Hier könnt ihr natürlich noch einstellen, was so das Maximum für die Höhe oder Tiefe sein soll. Das könnt ihr natürlich auch auf minus 10 machen. Und dann funktioniert das Ganze auch. Ja. So, hier können wir nochmal die Übersetzung machen. Ist nicht viel zu übersetzen, nur 2 Zeilen hier. Und hier unten können wir noch eine Notify, falls uns die Standard Notify natürlich nicht zusagt oder ihr eine andere benutzt, könnt ihr diese hier dann umändern. Und hier das gleiche nochmal für die Client-Seite. Gut, wenn wir das Ganze umbenannt haben, dann müssen wir das Ganze noch speichern und ziehen das neu auf den Server drauf. Für die Leute, die jetzt ein Inventar haben, hier haben wir natürlich auch schon ein passendes Bild, das wir verwenden können, und ja, mehr ist das auch nicht. Gut, dann sind wir auch schon durch. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao, ciao.